Seit dem Ankündigungstrailer letzten Sommer bin ich gehypt auf Doom The Dark Ages. Einfach weil es seit Doom Eternal kein anderes Spiel mehr geschafft hat, dieses brachiale Shooter-Gefühl so perfekt umzusetzen. Die wunderschöne Symphonie aus Ballern, Dashen, Zersägen für Munition und Finishen für Heilung ließ für mich nur wenige Wünsche offen. Und deshalb ist Doom The Dark Ages auch so spannend, weil es genau von dieser eigentlich perfekten Formel abweicht. Wie genau, das haben die Entwickler von id Software letzte Woche im Xbox Developer Direct Stream erklärt und dabei gleich einen Batzen neues Gameplay veröffentlicht. Und das schauen wir uns jetzt nochmal mit der Lupe an. Vorher aber noch ein Wort von unserem heutigen Sponsor. Hallo, ich bin Micha und ich habe vor über 20 Jahren mal Französisch in der Schule gelernt. Also schauen wir doch mal, was da so hängen geblieben ist. Bonjour, je m'appelle Michael et je vous... Fromage. Ja, ist es lange her und ja, ich habe viel vergessen, aber ich habe da einen Trick. Hört euch das mal an. Bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous prenez autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous avons eu à les réaliser. Das war übersetzt mit Doubly AI, das Videos lippensynchron mit nur einem Klick in 28 andere Sprachen übertragen kann. Und weil das bei unseren Tests super funktioniert hat, setzen wir Doubly AI jetzt auch bei unseren eigenen Videos ein. An dieser Einblendung hier könnt ihr erkennen, wenn ein Video in anderen Sprachen verfügbar ist. Einen Link zu Doubly AI findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt, wie wir auf Portugiesisch sagen, muito obrigado pelo vosso tempo. Continuem a divertir-se com o vídeo. Doom The Dark Ages ist ein Prequel und das Setting lässt sich wohl am besten als eine Art Techno-Mittelalter beschreiben. Wer jetzt aber einen Nahkampf-Hack-and-Slay erwartet, der irrt sich, denn in Dooms Interpretation des dunklen Zeitalters wird offenbar trotzdem fleißig geballert. Dennoch soll sich die Spielgeschwindigkeit im Vergleich zu den Vorgängern massiv verändern. Doom Eternal belohnte schnelles und ultra-aggressives Vorpreschen extrem. Wer geschickt in die Bresche springt, wird stets im genau richtigen Rhythmus mit Finishern und Gesundheitsboosts versorgt, um die befriedigende Schnetzelorgie am Leben zu erhalten. Dieses viel Wagen, viel Gewinnen Prinzip hat für mich den einzigartigen Reiz von Eternal ausgemacht. Statt wie ein Kampfjet sollen wir uns in The Dark Ages nun aber wie ein Kampfpanzer fühlen, so beschreiben es die Entwickler selbst. Die Reihe kehrt damit wieder ein wenig zu ihren Wurzeln zurück. Statt über das Schlachtfeld zu rasen und uns mit ständigen Finishern immer wieder hochzuheilen, weichen wir wieder vermehrt aus und bahnen uns geschickt einen Weg durch den Geschosshagel. Die teilweise sehr langsamen Projektile mit klar berechneter Flugbahn werden so in alter Doom-Manier zu einer Art Labyrinth, das es zu durchqueren gilt. Wir weichen aber nicht nur aus, wir können in The Dark Ages jetzt auch blocken und parieren. Und an der Stelle kommt das wohl wichtigste neue Spielelement zum Tragen. Denn in jedes gute Mittelalterspiel gehört natürlich was? Richtig, ein Schild. Und es wäre natürlich nicht Doom, wenn an dem Schild nicht gleich noch eine Kreissäge dran wäre. Mit dem Schild können wir die Nahkampfangriffe der Gegner auskontern und mit dem richtigen Timing sogar Projektile zurückschleudern. Außerdem hat der Slayer offenbar bei Captain America gelernt und kann sein Schild auch als sägendes Wurfgeschoss benutzen. Mit dem Schild kommen auch neue Nahkampf-Moves dazu, die wir entweder mit Fäusten, einem Streitkolben oder einem riesigen Morgenstern ausführen. Dieser manuelle Nahkampf ersetzt die von mir heißgeliebten Finisher-Sequenzen. Statt einer vorgefertigten Kill-Animation sollen wir nun Nahkampf-Kombos ausführen können. Die bringen unsere Gegner dann physikbasiert zu Fall, ohne uns dabei die Kontrolle zu entreißen, werden aber hoffentlich genauso spratzen. Die Suche nach optionalen Collectibles gehörte in der neuen Doom-Reihe ja schon immer zum guten Ton. In The Dark Ages soll es nun regelmäßig größere Areale geben, die wir frei erkunden können und in denen ganze Geheim-Dungeons mit wertvollen Ressourcen und Sammelgegenständen auf uns warten. Diese sollen allerdings vollkommen optional bleiben. Wer nur der Hauptgeschichte folgen möchte, sollte diese Bereiche auch recht linear durchqueren können. The Dark Ages bietet außerdem erstmalig für die Reihe auch Fahrzeuge und Reittiere. In bestimmten Story-Passagen sitzen wir am Steuer eines riesigen Atlan-Mechs oder auf dem Rücken eines bewaffneten Drachen. Mit dem liefern wir uns Luftschlachten mit Dämonenhorden und bekämpfen haushohe Bossgegner. Außerdem sollen wir auf dem Rücken des Drachens auch manche Sandbox-Gebiete erkunden können, die sich dann auch in der Vertikalen erstrecken.
Auch beim Storytelling möchte Doom The Dark Ages einiges anders machen. Denn Story ist bei Doom ja so eine Sache. Es gibt tatsächlich eine ziemlich interessante und komplexe Lore hinter der Geschichte des Slayers, nur ist die in den bisherigen Spielen größtenteils auf Texttafeln, Log-Einträge und Holotapes ausgelagert. Wer sie komplett verstehen möchte, der muss viel lesen. Oder sich womöglich sogar durch Wiki-Seiten im Internet arbeiten. Für alle anderen ist Doom wohl sowas wie das Spiel gewordene TLDR, Too Long Didn't Read, was sogar der Slayer selber in der legendären Anfangsszene von Doom 2016 direkt klar macht. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Das soll sich mit The Dark Ages nun ändern. Wer die Handlung vollständig erleben möchte, der muss nur das Spiel durchspielen, erklärt Game Director Hugo Martin. Es soll also viel mehr Dialoge und aufwendig inszenierte Zwischensequenzen geben. Und da es sich bei The Dark Ages um ein Prequel zur Geschichte des Doomslayers handelt, die direkt in den Ereignissen von Doom 2016 münden soll, könnte der neue Teil auch ein perfekter Startpunkt für Neueinsteiger sein. Wirklich mittelalterlich wird es vor allem in der Story und Präsentation des Spiels. Statt durch Raumstationen und Forschungsanlagen laufen wir durch uralte Tempel, neblige Wälder und düstere Dungeons. Der Look erinnert klar an die besten Dark-Fantasy-Werke, wobei ein wenig Sci-Fi durch die Vielzahl an Waffen und die nach wie vor vorhandenen Raumschiffe natürlich gegeben ist. Einen Multiplayer-Modus soll es dieses Mal übrigens gar nicht geben. Bei Eternal etwa gab es den asynchronen Multiplayer Battle Mode, in dem 2 Spieler in die Rolle von Dämonen schlüpfen und es mit einem von einem dritten Spieler gesteuerten Doomslayer aufnehmen konnten, inklusive zahlreicher freischaltbarer Skins. Bei The Dark Ages wollten sich die Entwickler laut eigener Aussage komplett auf die bestmögliche Singleplayer-Erfahrung konzentrieren. Doom The Dark Ages wirkt damit, wie es mein Kollege Phil Elsner in seinem Artikel auf GameStar.de so schön formuliert hat, wie eine Bastion der Singleplayer-Shooter gegen das Trommelfeuer aus Seasons und Battle Passes. Und genau deshalb freue ich mich auch so sehr auf den 15. Mai, an dem Doom The Dark Ages für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll. Aber ich bin nicht gänzlich unkritisch. Wie eingangs erwähnt, habe ich an Doom Eternal nahezu alles geliebt. Nichts hat mir mehr Freude bereitet, als mich im Kugelhagel von Finisher zu hangeln. Dieser Adrenalinrausch, die Angst zu sterben, wenn der nächste Glory Kill auch nur ein bisschen zu lange dauert, war gerade auf den höchsten Schwierigkeitsgraden eine Offenbarung für mich. Ich bin sehr gespannt, wie sich das langsamere Tempo und der Verzicht auf Finisher-Animationen letztendlich auf genau dieses Gefühl auswirken. Auch wenn sich die Entwickler von id Software hier über all die Jahre ohne Zweifel einen Vertrauensvorschuss verdient haben und ich anstandslos anerkennen muss, dass die gezeigten Gameplay-Szenen fantastisch aussehen und Lust auf mehr machen. Auch den offenen Erkundungsarealen stehe ich nicht ohne Zweifel gegenüber. Meiner Meinung nach haben sich beispielsweise die letzten beiden Call of Duty Spiele genau in dem Bereich ziemlich verrannt. Wenn ich lineare Shooter-Action möchte, dann möchte ich genau das. Einen mit Kanonenfutter gepflasterten Weg von einer adrenalingetriebenen Passage zur nächsten, keine offenen Areale, die Erkundungsfreiheit im schlimmsten Fall sogar nur als Vorwand nutzen, um Spielzeit rauszuschlagen. Aber auch hier vertraue ich zunächst einmal darauf, dass das Entwicklerstudio mit seinen 32 Jahren Doom-Erfahrung die Stärken seiner Marke genau kennt und nichts tun würde, das diesen widerspricht. Ich bin einfach extrem heiß darauf, das neue Spielgefühl selber auszuprobieren. Außerdem ist Kollege Phil begeistert und Phil ist sehr weise. Also zumindest was Shooter angeht. Denn Zitat Phil: Dass Doom The Dark Ages im Jahr 2025 überhaupt in dieser Form erscheint, grenzt an ein Wunder. Ein teuer produzierter und auf Hochglanz polierter Singleplayer-Shooter ohne Lootboxen, Events oder anderen Service-Krempel von einem AAA-Studio mit beispiellosem Know-how. So etwas dürfte nach allen aktuellen Metriken eigentlich gar nicht mehr existieren. Und genau aus diesem Grund kann ich gar nicht anders, als mir den Erfolg von Doom The Dark Ages zu wünschen. Und natürlich auch aus einem ganz eigennützigen Wunsch heraus, mich endlich mal wieder in einem Shooter so zu fühlen, wie ich mich zuletzt 2020 bei Doom Eternal gefühlt habe. Danke fürs Zuschauen. Euer Jules.